Bei diesem Handwerk liegt die Kunst in der Ruhe und im Detail. Hier wird mit Flamme, Präzision und Detailbesessenheit ein Kultobjekt zum Leben erweckt. So entsteht etwas, was man eigentlich gar nicht braucht, aber trotzdem unbedingt haben will. Eine ratternde Fahrzeuglegende im Kleinformat. Nur wenige Dinge auf der Welt erreichen zu Lebzeiten Kultstatus. Doch der Unimog gehört ganz sicher dazu. Egal ob tonnenschwer oder wenige Kilogramm leicht. Unimog ist eine Legende. Ja, also das ist technisch ist das, da muss man die Leute nicht für begeistern. Der Unimog, das Universal-Motorgerät, ist Alleinstellung und genau das hat uns auch gereizt. Und jeder, der Offroad begeistert ist, der findet natürlich auch einen Unimog geil, weil der Unimog ist natürlich das ultimative Offroad-Fahrzeug. Im beschaulichen Waldsee bei Ludwigshafen haben die beiden Modellbauer Bernd Brandt und Martin Michalik ihr Unternehmen Scale Art. Und hier wird der kleine Bruder dieser tonnenschweren Fahrzeuglegende gebaut. Martin Michalik ist der Konstruktionschef und hat die Pläne anhand der Originale für den Unimog entworfen. Vor 23 Jahren haben er und Bernd Brandt die Firma gegründet und entwerfen LKW-Funktionsmodelle. Für ihren Unimog, Abkürzung für Universal-Motorgerät, war die Vorstellung klar. Das Ziel war halt, dass das, was der Große kann, dass es der Kleine auch kann. Das heißt, das fängt an, dass er halt genauso geländegängig ist, dass das nicht ein einfaches Modell ist, mit dem ich Kreise ziehen kann, sondern dass ich wirklich im Prinzip mit dem Kleinen arbeiten kann wie mit dem Großen. Also wir sagen auch, das sind keine Modelle, das sind kleine Originale. Ja? Und der Unterschied, das ist einfach Tag und Nacht. Und es ist ja deutlich schwerer, jetzt einen Gegenstand im Kleinen voll funktionsfähig zu bauen, als jetzt im Großen. Aber in diesen kleinen Dimensionen exakt die Technik im Prinzip nachzubauen. Und ja, das ist schon, hat mit dem Spielzeug wahrlich gar nichts mehr zu tun. Ne? Von der kleinsten Schraube bis zum Fräsplan hat Martin Michalik, selbst Unimog-Fanatiker, alles eigenhändig im Maßstab 1:14,5 erstellt. Mit diesen Plänen wird Nico Samuel die Rahmenbleche fräsen. Das passiert an der computergesteuerten Fräse im Keller. Nico spannt zunächst den Messingrohling ein. Die blauen Linien sind die Teile, die am Schluss gefräst werden, und die roten sind die Fahrlinien. Jetzt muss ich nur noch hier auf Start drücken, den Rest macht die Maschine von alleine. Und so werden aus den Messingplatten nach und nach die einzelnen Rahmenteile ausgefräst. Die schleift Nico nochmal mit dem Exzenterschleifer ab, um den Grat vom Fräsen abzubekommen. Und jetzt kann ich dann auch schon anfangen mit dem Dremel die Stege, die beim Fräsen übrig bleiben, damit die Teile nicht rausfallen und mir in den Fräser reinkommen, kann ich jetzt dementsprechend entfernen und die Teile rausholen. Der Sound erinnert nicht nur zufällig an den Zahnarzt. Viele der Werkzeuge, wie dieser Miniaturschleifer, kommen direkt aus der Zahntechnik,
in der Chef Bernd Brandt jahrelang tätig war, bevor er sich mit dem Modellbau selbstständig und seine Leidenschaft zum Beruf machte. An der Bandschleifmaschine entfernt Nico Samuel die letzten Unebenheiten, bevor die Rahmenteile ihre finale Form bekommen. Als nächstes müssen wir jetzt die Rahmen tief ziehen. Das machen wir hier in der hydraulischen Abkantbank. Ich muss lediglich das Teil hier einlegen, in der vorgesehenen Nut, die Maschine anmachen und los. Die Werkzeuge für die Unimog-Produktion haben sie alle selbst konstruiert und anfertigen lassen. Werkzeugkosten mehrere 100.000 Euro. Jedes Teil ist eigens für den Unimog konstruiert und gefertigt. Insgesamt haben sie etwa 500.000 Euro in die Entwicklung des Miniatur-Unimogs mit Originallizenz gesteckt. Es kommt ja dazu, dass wir mittlerweile eigentlich fast keine Schrauben mehr fertig kaufen, irgendwelche Standardverbindungsteile nicht mehr fertig kaufen, weil wir dann irgendwann mal gesagt haben, man könnte es doch auch besser machen, dann machen wir es doch selbst, weil dann ist es besser und mittlerweile machen wir halt eigentlich wirklich alles selber. Den Zusammenbau dieses Unimogs übernimmt der 20-jährige Janne Ulrich. Los geht es mit der Rahmenmontage. Dabei ist Fingerspitzengefühl gefragt, denn viele der Schrauben und Muttern sind nur Millimeter groß. Diese Teile dienen als Halter für die Anbauteile, wie den Tank und den Batteriekasten. Die Traversen in der Mitte verbinden nicht nur die beiden Rahmenteile zum typischen Leiterrahmen, sondern haben eine wichtige Aufgabe während der Geländefahrt. Die tragen die ganze Stabilität, wenn er durchs Gelände fährt. Wenn er sich verbiegt, gerade der Unimog hat die Eigenschaft, dass sich der Rahmen wirklich viel verbiegen kann und somit einfach so geländegängig ist wie kein anderes Fahrzeug. Fertig ist der originale Unimog-Leiterrahmen oder, wie man im Fahrzeugbau auch sagt, das Chassis. Vor dem Lackieren geht es zum Sandstrahlen. Dadurch entfernt Janne letzte Rückstände vom Fräsen und raut die Oberfläche an, damit es beim Lackieren nicht nur eine chemische, sondern auch eine mechanische Verbindung zwischen Lack und Oberfläche gibt. Jetzt wird das Fahrgestell lackiert, weil später, wenn das Modell fährt und im Gelände unterwegs ist, kann es durchaus passieren, bei schrägen Passagen zum Beispiel oder wenn die Kippbrücke abgekippt wird, da hat man auf jeden Fall Blick auf das Chassis und es soll natürlich auch noch was aussehen und wie im Original sein. Die Originalhersteller, die lackieren ihre Chassis auch. Und wie beim Großen gilt, erstmal gründlich grundieren, dann schwarz lackieren.
Das Ganze darf einen Tag lang trocknen, bevor es weitergeht. Also das sind jetzt die ersten Anbauteile. Da haben wir einmal die Rückleuchten. Die werden hergestellt im Spritzgussverfahren. Als nächstes kommt der AdBlue-Tank. Und das Lustige, bei uns ist im AdBlue-Tank der Ein- und Ausschalter für das Modell versteckt. Nebendran liegt der Batteriekasten. Wir haben da drin einen Servo versteckt, womit man die Differentialsperren von den Achsen schalten kann, damit der Unimog auch im Gelände auch jeden Berg hochkommt. Und ganz vorne haben wir die Frontscheinwerfer und das wird dann später auch an den Rahmen montiert. Das sind Teile, die bekommen wir, aber die bekommt sonst niemand. Janne ist gelernter Industriemechaniker mit Fachrichtung Feingerätebau. Für die Miniaturmontage braucht er neben Spezialwerkzeug vor allem viel Ruhe, ruhige Hände und einen langen Geduldsfaden. Die kleinste Schraube ist M1, das heißt ein Durchmesser von 1 mm. Also man braucht wirklich sehr, sehr viel Feingefühl. Und es passiert auch oft genug, dass so eine Schraube einfach mal wegfällt oder aus der Hand rutscht. Ich bin schon ein geduldiger Mensch. Aber manchmal gibt es auch Situationen, wo man gern mal was fliegen lassen würde, sage ich mal. Aber ist bis jetzt noch nicht passiert. Auf die LEDs für die Frontscheinwerfer kommen Schrumpfschläuche, damit das Licht am Ende nicht Richtung Rad, sondern auch wirklich nur nach vorne scheint. Also das ist unsere Anhängerkupplung. Die besteht aus über 15 Teilen und wird von uns hier im Haus zusammengebaut. Die funktioniert im Grunde genommen wie eine echte. Man hat hier den Hebel, damit öffnet man die Anhängerkupplung und der rastet oben ein und bleibt stehen. Und wenn man jetzt mit Schwung reinfährt, schießt der Bolzen von der Anhängerkupplung wieder runter und der Anhänger ist fest mit dem Zugfahrzeug verbunden, sodass man nicht mehr händisch irgendwie die Anhängerkupplung schließen muss. Der kleine Unimog besitzt genau wie das große Vorbild ein funktionierendes mechanisches Getriebe. Und das darf Janne aus 120 Einzelteilen zusammenbauen. Unter anderem 8 Passscheiben, 10 Zahnräder und 37 Schrauben. Am liebsten baue ich die komplette Antriebstechnik ein. Da sieht man nämlich schnell, dass was vorangeht. Und das ist so der erste Punkt, wo es auch wirklich drauf ankommt, dass umgangssprachlich jetzt auch viele Zahnräder ineinander greifen müssen, dass es zum Schluss läuft. Alle Zahnräder sind aus gehärtetem Stahl und schräg verzahnt für ein ruhiges Fahren. Sonst würde das Getriebe surren, wie es der Rückwärtsgang bei älteren Autos tut. Mit Schraubensicherung wird jede einzelne Schraube im Getriebe fixiert. Beim Funktionsmodellbau und besonders bei beweglichen Teilen wie dem Getriebe geht es oft um Mikrometer. Darum werden die Gehäuse auch nicht einfach wie der Rahmen lackiert. Beim Lackieren, da wird Lack aufgetragen und da wir in dem Gehäuse überall
Lagersitze für die Kugellager haben, können wir das in dem Fall nicht lackieren, sondern müssen es eloxieren. Und beim Eloxieren, die Schicht, die ist so minimal, dass die ganzen Lagersitze passen. Man kann es draufsetzen, zuschrauben und fertig. Ein 34 Watt starker Glockenankermotor verleiht dem Unimog seine Kraft. Wir haben hier so ein Schnittgetriebe, um das besser darstellen zu können. Und hier, was noch raussteht, ist einmal noch die Schaltwelle. Das Getriebe hat 3 Gänge. Das wäre jetzt der 3. Gang. Und dann sieht man schön, wie sich hier die Schaltklaue bewegt und in den nächsten Gang springt. Bevor die Achsen eingebaut werden, lötet Nico noch die Haltetraversen für Stoßdämpfer, Auflageteller der Feder und weitere Anbauteile an. Das Lötwasser dient zugleich als Flussmittel und ätzt die Oberfläche an, damit das Metall das Lot annimmt. Außerdem hält es, wie ein Schutzgas beim Gasschweißen, den Sauerstoff weg. Damit funktioniert der Kapillareffekt und zieht das Lot in jedes Loch. Die Teile werden dann jetzt abgewaschen und danach sandgestrahlt, lackiert und dann eingebaut ins Modell. Die lackierten Achsteile landen wieder 3 Plätze weiter bei Janne. Er baut die Unimog-typische Portalachse mit Differentialgetriebe und Differentialsperren zusammen. Auch hier gilt wieder höchste Präzision. Haarfeine Unterlegscheiben mit einer Dicke von 0,1 mm. Hier haben wir das Schubrohr von der Achse. Das wird später so an die Achse geschraubt und ist dann dementsprechend über das Ritzel mit dem Tellerrad hier verbunden. Und genau dieser 0,1 mm entscheidet dann später, ob die Achse läuft und ob sie gut läuft oder ob sie warm wird, ob sie vielleicht sogar ein bisschen kratzt, ob es funktioniert oder nicht. Die Portalachse ist eine konstruktive Besonderheit des Unimogs. Also ohne Portalachse würde die Radnabe hier sitzen und dadurch, dass noch ein Zahnrad mehr unten drunter ist, wandert die Achse nach unten. Der Reifen ist weiter unten, der Rahmen sitzt höher, mehr Bodenfreiheit. Die kleinsten Details machen bei der Modellbaumanufaktur den größten Unterschied. Zum Beispiel funktionierende Stoßdämpfer für weicheres Fahrverhalten. Wir haben mittlerweile auch von der Technik her so ausgeklügelte Systeme. Und es ist einfach toll und gigantisch, wenn man dann sowas eher konstruiert ist am Rechner. Ja, Getriebe mit
Mitteldifferentialsperre mit 3 Schaltstufen, alles schräg verzahnt mit den Schaltklauen. Das ist irre und es macht einfach richtig Spaß. Ja, da ist man stolz drauf. Und im Prinzip mit jedem Modell werden wir ja noch verrückter und denken uns ja noch mehr Blödsinn aus, was man machen kann. Genau darum bekommt der Unimog neben echter Mechanik natürlich auch eine funktionierende Hydraulik. Um die kümmert sich Marcin Sawatzki. Zunächst dreht er die Zylinderrohre für den doppelwandigen Teleskopzylinder. Die Seite hier habe ich schon bereits entgradet. Ja, ihr seht, der Dorn passt hier rein und auf der anderen Seite passt der Dorn leider nicht rein. Da ist noch ein ganz kleiner, feiner Grat innen drin. Deswegen muss ich das hier wieder nochmal spannen und mit meinem Dreikantschaber hier innen entgraden. In der Poliermaschine mit Keramiksteinen bekommen die Zylinderrohre dann 1 Stunde lang den letzten Schliff. Damit die Dichtringe im Hydraulikzylinder nicht von scharfen Kanten beschädigt werden. Dann kann Marcin die Zylinder zusammenbauen. Und dann kommt Stufe nach Stufe. Die größte Stufe kann bis zu 40 Kilo drücken. Zum Testen geht's an den selbstentwickelten und gebauten Hydraulikprüfstand. 20 Bar müssen die Zylinder aushalten, alles darunter fliegt. Wenn hier jetzt ein O-Ring gerissen wäre, dann würde das Öl einfach vorbeifließen und dann würde es nicht rausfahren und reinfahren. Und ich muss dann rausfinden, welche von den 15 Gummis undicht sind. Es ist halt immer das A und O, dass man halt immer sauber arbeitet und sich freuen, wenn das Ding fertiggestellt ist und es funktioniert. Die Hydraulikpumpe wird im frisch lackierten Tank versteckt. Dann fügen wir hier das HLP 22 rein. Also wie beim Original LKW auch. Den Tankdeckel schrauben wir dann auch gleich drauf. Dann darf der Tank für den Einbau zu Jan. Mit Tankbändern aus Edelstahl wird er am Rahmen befestigt. Also das ist der Auspuff, der wird jetzt als nächstes verbaut. Die Besonderheit an dem Auspuff ist, dass wir auch hier unseren Lautsprecher für den Motorsound, Fahrsound, Hydrauliksound verbaut haben. Also wir haben es zuerst selber versucht, den Sound aufzunehmen mit dem Unimog vom Martin, unserem Konstrukteur. Es war dann teilweise so, dass er gefahren ist und wir sind nebendran mit einem Tongerät nebenher gelaufen und haben halt versucht, irgendwie die Schaltgeräusche, die Motorgeräusche aufzunehmen. Und es hat bestimmt auch 6, 7 Versuche gedauert, aber im Endeffekt hat es uns leider nicht zufriedengestellt. Das mit dem Zufriedenstellen ist hier so eine Sache. Also wurde das Ganze nochmal professionell vertont und extra für den Miniaturlautsprecher digital angepasst, für satten Unimog-Sound. Mit ganz viel Ruhe geht es dagegen weiter beim Verkabeln der Elektronik.
Das dauert einen ganzen Tag, denn der kleine Unimog hat elektronisch ganz schön viel zu bieten. Der bekommt jetzt einmal alles, was geht. Also da ist dann die Feststellbremse dabei, Differentialservo, Allradservo, Schaltservo, ein Funktionsbaustein, der die Lichter steuert. Damit der Unimog zum Leben erwacht, fehlt aber noch ein entscheidendes Teil. Das wird heute mal unter stiller Beobachtung eingesetzt. Jetzt verbauen wir den Empfänger, das Gehirn vom Unimog. Da wird alles angeschlossen. Und ansonsten ist noch wichtig, darauf zu achten, dass jedes Kabel auch richtig am Empfänger angeschlossen ist. Da gibt es nämlich eine feste Reihenfolge und die muss auch unbedingt eingehalten werden, weil sonst stimmt es später nicht mehr mit der Programmierung an der Fernsteuerung überein und dann ist alles durcheinander. Auch die Fernbedienung ist eine komplette Eigenanfertigung, damit sich alle Lichter, Hebel, Sounds und Ventile exakt ansteuern lassen. Für Janne geht es in die heiligen Hallen, das Unimog-Lager. Hier ist praktisch der komplette Unimog in Einzelteile. Wir haben hier ausschließlich Unimog, kein anderes Teil für sonst irgendeinen LKW, den wir noch bauen. Ausschließlich Unimog, jedes einzelne Teil. Auch die Schrauben zum Beispiel. Mehrere 10.000 Kleinteile lagern allein hier. Auch die Räder mit Schaumstoffeinlagen für das richtige Fahrgefühl. Wir waren auf einem Modellbauparcours und hatten halt den direkten Vergleich von einem Unimog mit Schaumstoffeinlagen und einem Unimog ohne Schaumstoffeinlagen. Und sind dann zu dem Entschluss gekommen, erstens, es sieht schöner aus und zweitens, es funktioniert auch einfach besser. Das Geheimnis liegt also wieder mal im Detail. Ventile dürfen natürlich nicht fehlen für den originalgetreuen Look, auch wenn sie ausnahmsweise keine Funktion haben. Und ja, schon klar, auch die Radmuttern sind eine echte Eigenkonstruktion. Wir haben ein Gewinde von M1,6, also 1,6 mm und eine Schlüsselweite von 2,5 mm. Haben aber trotzdem einen Flansch wie richtige Radmuttern auch. Die sind nicht nur zur Deko, die sind dafür da, das Rad zu halten, dass es nicht runterfliegt. Und auch bei Marcin geht es im kleinstmöglichen Arbeitsbereich mit den Hydraulikventilen weiter. Er schleift die Ventilschieber zurecht, die später das Öl durchlassen. Es geht um Tausendstel Millimeter mit ganz eigener Schleiftechnik. Dann schleife ich hier zum Beispiel jetzt, sagen wir mal, 10 Achter, ja? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muss ich das hier abputzen, dann kommt es hier wieder rein und dann messe ich mich einfach voran. Jetzt bin ich nur noch 10.000stel zu hoch. Also haben wir schon 20.000stel runtergeschliffen. Dann schleife ich nochmal 4 Achter, 1, 2, 3, 4. Misst das noch einmal und dann, jetzt passt es ganz genau.
Meine Toleranz ist bis zu 5/1000 drunter, aber am liebsten nur 1/1000. Die Ventile steuern den Hydraulik-Teleskopzylinder und alle anderen Hydraulikanbauteile. Bei Janne werden sie zu einem Block zusammengefügt. Servomotoren öffnen und schließen die Ventile später einzeln. Janne passt noch die sogenannten Servohörner für den Mitnehmer am Ventil an. Das Ganze versteckt sich am Ende unter der Motorhaube. Am Tank zieht Janne die Hydraulikleitung mit Überwurfmutter und eigens konstruiertem Schlüssel an. Auf das Heck kommt ein Hilfsrahmen mit dem Teleskopzylinder für die spätere Dreiseiten-Kippbrücke. Wichtig darauf zu achten ist, dass der sich auch in jede Richtung hier schön bewegen kann. Weil wir ja später eine Pritsche hinten drauf haben, die in 3 Richtungen kippen kann. Dementsprechend muss sich der Zylinder halt auch bewegen können. Lutz Fessler arbeitet hier seit 2009. Er ist gelernter Karosseriefahrzeugbauer und Qualitätsfachmann. Wie einige hier ein Quereinsteiger, dem die ruhige, genaue Arbeit liegt. Er fertigt die Fahrerhäuser für den Unimog. Das bohre ich am Dach. Das ist auch ein Loch für ein Positionslicht. Man sieht halt, dass es hier auch gerade nötig ist, mit so Schablonen und Bohrbuchsen zu arbeiten, dass hier immer in eine Schräge reingebohrt wird, dass der Bohrer richtig geführt wird, sonst würde der zwangsläufig verlaufen. An den Aluminiumgussteilen muss Lutz Fessler noch von Hand alle Gewinde für die Schrauben einschneiden. Es beginnt man mit dem Verschrauben des Seitenteils mit der Rückwand. All diese Arbeitsschritte haben im Grunde vor allem ein Ziel. Das Spaltmaß soll am Ende perfekt passen, eben nach traditionell deutschen Ingenieursmaßstäben. Jetzt im Abschluss kann man noch mal auf die Spaltmaße achten, bei der Motorhaube und dem Grill, dass das richtig schließt.
Hier sieht man, dass es gegeben ist. Auch die Kante am Dach. Hier ist das alles, sieht das alles ganz gut aus. Das wird jetzt wieder demontiert von mir. Und dann kriegt es der Kollege im Strahlraum. Dann wird das Sand gestrahlt. Und dann kommt es je nach Auftrag zum Lackierer. Das Sandstrahlen übernimmt der hauseigene Lackierer Andreas Setzer. Doch das war es hier noch nicht mit der Vorarbeit. Wenn Unebenheiten sind, weil Guss kann alles mal so aufblühen und das gibt dann unschöne Stellen hinterher. Sieht man hier zum Beispiel ist auch eine kleine Stelle. Das werde ich wahrscheinlich dann auch erstmal noch mal verschleifen, damit es dann hinterher dann auch überhaupt glatt ist. Dann hat man weniger Nacharbeit dann. Der Lack geht in jede Vertiefung rein und gibt hinterher dann oder macht dann Krater. Und diese Krater, die muss ich versuchen zu vermeiden halt. Noch einmal nachschleifen, bevor es zum Grundieren geht und danach farbig lackiert wird. Bei der Farbauswahl sind keine Grenzen gesetzt. Hier lagern mehrere hundert Farbtöne. Für den Unimog gibt es 6 Originalfarben. Unser Unimog bekommt das klassische Unimog Grün, auch genannt Standardgrün, Meergrün oder in Zahlen DB 6277. Der Geruch von Modellbaufarbe hat auch die beiden Chefs früh geprägt, denn schon ihre Väter bauten Modelle in der heimischen Werkstatt. Ich kann mich noch erinnern, wie er das ganze Modell mit dem Pinsel lackiert hat und dieser Geruch und so. Und das sind Eindrücke, die habe ich irgendwo nie vergessen. Das hat mich immer geprägt und sagen wir, dadurch natürlich auch irgendwann die Liebe zum Modellbau. Und der Unimog, das Universalmotorgerät, ist für die Modellbauer so etwas wie der heilige Gral. Sozusagen das Schweizer Taschenmesser der Fahrzeugindustrie. Ein Kultgefährt, das es als großes Vorbild seit den 40er Jahren gibt und das bis heute zu begeistern weiß. Im Großen wie im Kleinen. Es ist ein sehr, sehr sympathisches Fahrzeug im Original. Also jeder kennt es und jeder findet es eigentlich toll und den muss man einfach gern haben. Es ist eben ein besonderes Fahrzeug mit besonderem Charakter, in das sich auch Konstrukteur Martin Michalik früh verguckt hat. Seit den 90ern sammelt der gelernte Feinmechaniker und Maschinenbauer Infos und Pläne zum Unimog und kann ihn nun endlich selbst bauen. Eine Idee zu haben, das will ich jetzt machen und dann zu sehen, wie das im Prinzip aus dem Nix entsteht. Und der klassische Modellbau ist halt wunderbar. Man hat was Haptisches, man hat was in den Händen, man hat was, mit dem man sich geistig beschäftigen kann, das einem im Kopf einfach fit hält. Also einfach die Kombination. Viele Teile, wie die Scheiben aus Plexiglas, werden darum im Haus selbst gefertigt. Bei so viel Detailbesessenheit kann aber auch mal was schiefgehen. Der frustrierendste Moment für mich war, wie wir den ersten Unimog Probe fahren wollten und ich es tatsächlich fertiggebracht habe, dass die Vorderachse vorwärts dreht und die Hinterachse rückwärts dreht. Und das, nachdem ich schon seit 25 Jahren nichts anderes mache. Selbst mir passieren solche Fehler. Aber aus kleinen Fehlern wurde schließlich die pure Perfektion. Janne kann die lackierte Kabine nun zusammenbauen.
Jetzt kommt als nächstes das Armaturenbrett, wo man dann schon viele Kleinigkeiten sieht. Ein Aufkleber mit Tacho zum Beispiel, Lenkrad, den Hebel für die Bremse. Und das werden wir jetzt einbauen. Und noch eine winzige Kleinigkeit, die jeden Unimog erst so richtig zum Unimog macht. Geschafft. Mit vielen Details. Wieder Spiegelfolie in den Außenspiegeln. Wir haben in den Türen kleine Magnete eingeklebt und in dem Seitenteil von dem Unimog dann eine kleine Schraube. Und so wird dann die Tür auch wirklich festgehalten und geht beim Fahren nicht auf und man braucht ein bisschen Kraft, um sie aufzuziehen. Das Kind braucht natürlich auch noch seinen Namen. Die Kippbrücke ist dreipunktgelagert, damit der Rahmen sich im Gelände frei verwinden kann, ohne dass Pritsche oder Kabine sich mitbewegen. Zu guter Letzt bekommt der Unimog sein typisch kantiges Gesicht. Man baut es ja von null auf zusammen und dementsprechend siehst du es ja wachsen. Man sieht, wie es fährt. Wenn du dann wirklich so ein bisschen gucken musst, wie fahre ich denn da jetzt am besten hoch und da könnte ich abrutschen oder das ist vielleicht doch ein bisschen zu steil, aber komm, wir probieren es. Das macht auf jeden Fall Bock. Darum nichts wie ab auf die Teststrecke. Und echtes Unimog-Feeling genießen, eben nur eine Nummer kleiner. Drei Wochen Arbeit stecken allein in der Endmontage dieses Unimogs Modell 437. Dafür zahlt man 8.900 € ohne Fernbedienung und bekommt im Gegenzug sein echtes eigenes Universalmotorgerät. Janne, wie fühlst du dich so als Unimog-Testfahrer? Läuft. Unimog ist fertig, jetzt wieder getestet. Und bis jetzt kann ich mich nicht beschweren. Ja, funktioniert alles. Sieht auf jeden Fall toll aus. Fährt schön im Gelände, die Sperren funktionieren. Die ganzen Gänge funktionieren. Da fühlt man sich so ein bisschen, als wenn man Papa geworden wäre. Ne? In dem Fall ist er jetzt der Papa. Ne? Er hat es ja gebaut. Und wie ein richtiger Papa ist Janne natürlich mächtig stolz. Natürlich ist viel Freude dabei, das jetzt so fahren zu sehen, wenn man das wirklich von der kleinsten Schraube und vom ersten Teil aufbaut bis jetzt zum fertigen Modell. Na dann, allzeit gute Fahrt auf allen Strecken und in jedem Gelände. Was hat dich am meisten an dieser Handwerkskunst begeistert? Schreib es uns in die Kommentare und wir freuen uns natürlich über dein Kanalabo.